Ein Künstler legt in das, was er aus Leidenschaft tut, sein Herz hinein. Er verschafft in der Kunst seiner Seele Ausdruck und legt einen Teil seiner selbst in das Werk hinein. Am Anfang der größten Geschichte jemals findet genau das statt. Der größte Künstler, den es je gab, gibt und geben wird, schafft etwas nach seinem Bild. Das ist der Anfang einer unglaublich großen Geschichte. Ein gewaltiger Anfang. Und jetzt? Wie fange ich an, diese Geschichte zu erzählen? Immerhin habe ich hierfür schon mehrere Texte angefangen, nur um sie wieder zu verwerfen. Warum? Auf dem Anfang liegt eine gewisse Last. Der Anfang hat die Aufgabe, aus dem Nichts ein Etwas entstehen zu lassen. Aus der Ruhe in die Bewegung, von 0 zu 1. Bleibt man bei der Multiplikation, dann bräuchte man hierfür den Faktor unendlich. Nicht ohne Grund spricht man davon, dass aller Anfang schwer ist. Vor fast einem Jahr habe ich diesen YouTube-Kanal erstellt und seitdem überlegt, was ich als erstes Video hochladen soll. Wie fange ich mit dem Projekt YouTube-Kanal überhaupt an? Was möchte ich aussagen? Warum das Ganze? Worum soll es gehen? Welche Geschichte soll hier erzählt werden? Meine? Geht es mir hier nur darum, gesehen zu werden? Ehrlich gesagt sind genau das die Fragen, die diesen Anfang für mich so schwer machen. Fragen, die Angst auslösen. Angst vorm Scheitern. Angst davor, nicht ernst genommen oder missverstanden zu werden. Die Angst davor, nicht das vermitteln zu können, was ich gerne vermitteln möchte. Angst. Warum? Ein Künstler legt in das, was er aus Leidenschaft tut, sein Herz hinein. Er verschafft in der Kunst seiner Seele Ausdruck und legt einen Teil seiner selbst in das Werk hinein. Er gibt einen Teil seiner selbst preis. Das Werk wird etwas Persönliches. Es trägt die Handschrift des Künstlers und weist auf den Künstler hin. Teilt man also das erste Mal ein Werk, ein Projekt, an dem man aus Leidenschaft gearbeitet hat, in das man sein Herz hineingelegt hat, dann teile ich hiermit einen Teil meiner selbst mit. Ich mache mich verletzlich. Die Angst davor ist unglaublich groß. Soll ich es deshalb lieber sein lassen? Ehrlich gesagt habe ich darüber nicht nur einmal nachgedacht. Aber nein, es erfordert zwar eine gehörige Portion Mut, aber ich möchte dieses Abenteuer wagen und mich der großen, weiten Welt des Internets vorstellen. Hi, mein Name ist Andreas Frick, ich bin Fotograf und angehender Filmemacher aus dem Südschwarzwald. Vor mittlerweile mehr als 8 Jahren habe ich das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt und quasi mit meiner Fotografiereise begonnen. In der Zwischenzeit habe ich einiges an Erfahrung sammeln können und habe aber einen Großteil der Arbeiten schlichtweg nie öffentlich geteilt. Das möchte ich gerne ändern. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch eine unglaubliche Geschichte zu erzählen hat. Geschichten, die bewegen, Geschichten, die motivieren und Geschichten, die inspirieren. Solche Geschichten festzuhalten, ist genau das, was mich an der Fotografie und der Kunst des Filmemachens fasziniert. Und deswegen soll es hier nicht um mich gehen. Denn auch ich darf letzten Endes nur Teil einer unglaublich großen Geschichte sein.